und habe gedacht, man muss doch immer Bankdrücken ausführen und man muss natürlich auch sehr viel auf der Bank drücken. All diese Jahre hätte ich schon in diese viel gewinnbringenden Übungen, wie zum Beispiel einarmiges Kabel ziehen, eine gute Brustpresse oder auch das Kurzhanteldrücken verwenden können, um dann schon viel, viel mehr Muskulatur aufzubauen in diesem Bereich. Hallo zusammen! Wir kümmern uns heute mal ganz gezielt um euer Brusttraining. Denn Leute, da kann wirklich eine ganze Menge schief gehen. Und ihr müsst erstmal ein paar Grundprinzipien überhaupt verstanden haben, um wirklich alles aus dieser Muskelgruppe rauszuholen. Ja, Brusttraining und ich, das ist erst eine Freundschaft, die seit kurzem besteht, denn alle Jahre lang hatte ich zwar immer viel Spaß im Brusttraining, ja, ich war verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Muskelgruppen immer relativ stark, gerade in Drückbewegungen, weshalb das Training natürlich immer richtig Bock gemacht hat, aber auf der anderen Seite hat das bei mir dazu geführt, dass ich immer sehr viel aus Schultern und Trizeps gedrückt habe, dementsprechend hohe Gewichte bewegen konnte, meine Brust aber das Nachsehen hatte und sich bei weitem nicht so entwickelt hat, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte und ich jetzt immer noch am Kämpfen bin, diese Schwachstelle wieder aufholen zu lassen. Aber es ist Land in Sicht und vor allen Dingen gerade mit bestimmten Techniken erreiche ich hier wirklich tolle Fortschritte, die ich euch gerne mit an die Hand geben wollen würde und vor allen Dingen auch zeige, welche Fehler ihr unbedingt vermeiden solltet, die ich all die Jahre gemacht habe, was mich stark in meiner Entwicklung zurückgehalten hat. Ich begrüße euch hier aus Hamburg. Bin schweinenass, denn es ist eine unglaubliche Hitze hier. Habe mein Brusttraining schon hinter mir, das ist schon mal durch. Und nehme die Aufnahme jetzt hier als Anlass, euch mal diesen Leitfaden mit an die Hand zu geben, sodass ihr mehr aus eurem Brusttraining rausholen könnt. Das Ganze habe ich ganz bewusst so strukturiert, dass wir mit freien Gewichten arbeiten, mit Maschinen, aber auch mit einem Kabelzug und auf wirklich ganz einfache Art und Weise. Das heißt, ihr müsst nicht hier im großartigen Invictus Gym trainieren, um dieses Training nachmachen zu können, sondern die Grundprinzipien bestehen und ihr könnt sie dann, wenn ihr sie verstanden habt, gegebenenfalls auf wirklich alle anderen Übungen übertragen, je nachdem, was für Equipment ihr zur Verfügung habt. Wir bringen auch die einfachsten Sachen zum Laufen, denn wie immer liegt der Teufel im Detail. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob ihr Maschine A oder B am Start habt, sondern vielmehr, was ihr daraus macht. Gerade beim Brusttraining geht es wirklich um Winkel, Körperposition und so weiter. Das schauen wir uns jetzt an und legen mal los mit der ersten Übung. Es geht los mit dem Schrägbank-Kurzhanteldrücken. Eine unglaublich anspruchsvolle Übung, wo ich mir extra schon mal die Mühe für gemacht habe, ein eigenes Tutorial zu erstellen. Das verlinke ich euch mal hier irgendwo oben. Solltet ihr unbedingt mal abchecken, denn gerade bei dieser Übung würde es den Rahmen hier definitiv sprengen, auf diese Übung im Detail einzugehen. Unglaublich viele Punkte sind wichtig, aber vielleicht viel wichtiger jetzt für die Übungsauswahl erstmal, warum das Schrägbank-Kurzhanteldrücken und vor allen Dingen auch in der ersten Position vom Training. Wenn wir grundsätzlich ein Brusttraining strukturieren, richtet sich das für die allermeisten wohl danach, dass wir erstmal priorisieren, wo ist die Brust besser ausgeprägt, denn wir haben einen oberen Anteil von Muskelfasern und eher einen unteren. Die oberen Fasern sind bei den allermeisten, ich glaube, ich habe noch keinen Fall gesehen, wo die obere Brust überdominiert, dementsprechend schwächer entwickelt und sollten dann auch am Anfang des Trainings bearbeitet werden, wo die meisten Ressourcen sozusagen da sind, diesen Muskel auch wirklich zu priorisieren. Demnach eine Schrägbank-Variante, jetzt mal für 90% der Anwender am Anfang des Trainings, ist definitiv eine gute Wahl. Warum greife ich jetzt hier auf die Kurzhanteln zurück? Denn Maschinen haben große Vorteile, Kabelzüge haben Vorteile, aber auch Freigewichte haben große Vorteile. Denn heutzutage herrscht immer so ein bisschen der Trend, nein, alles muss stabilisiert werden, nur noch Maschinen sind besser und so fort. Das hat auch irgendwo alles seine Berechtigung, aber nur im richtigen Kontext. Denn stellt euch vor, und so war es für mich jahrelang, ich habe, weiß nicht, die ersten 10 Jahre meiner Trainingskarriere nur in einem McFit trainiert. Ich hatte die absolut grottigsten Maschinen zur Hand, die es überhaupt nur gab und dementsprechend habe ich die dann auch irgendwann gar nicht genutzt, weil ich schon von Anfang an gemerkt habe, auch ohne es damals wirklich zu verstehen oder erklären zu können, dass diese Übungen einfach nicht für meinen Körper ausgelegt sind und entweder Schwerkräfte produzieren bzw. Schmerzen verursachen oder dazu führen, dass ich den Zielmuskel halt überhaupt nicht treffe. Von daher habe ich schon relativ früh angefangen mit freien Gewichten zu arbeiten und dann mich darauf konzentriert, wirklich hier die Technik so zu perfektionieren, dass ich auch aus der freien Übung alles raushole und diese so effizient wie möglich gestalte. Deswegen steht hier unter anderem auch diese Bank. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr wie gesagt in dem anderen Tutorial, wo ihr auf jeden Fall reinschauen solltet. Denn hier könnt ihr nochmal eine ganze Menge aus dieser Übung rausholen, die ihr wahrscheinlich auch zu 90% gerade noch falsch oder sagen wir eher suboptimal macht und hier eine Menge Potenzial auf der Strecke lasst. Also, wir haben schon gesagt, eine Übung für die obere Brust und warum das Kurzhanteldrücken. Der große Vorteil ist einfach die individuelle Anpassbarkeit an eure körperliche Struktur. Viele Brustpressen sind schön und gut, ja, und es gibt auch wirklich tolle Hersteller, wo man richtig gut mitarbeiten kann. Die wenigsten haben diese aber zur Verfügung, ja, oder sind aufgrund von der Armlänge, Schlüsselbeinbegrenzung und so weiter. Ihr seht es zum Beispiel bei mir, meine Schlüsselbeinknochen sind sehr schmal geregelt. Müssen wir erstmal das Mikro richten.
weshalb ich von meiner Armstruktur in die wenigsten Brustpressen passe, sodass ich die auch wirklich gewinnbringend für mich nutzen kann. Bei Kurzhanteln ist das anders. Hier seid ihr völlig frei in der Bewegung und könnt die Bewegung dann dementsprechend so anpassen, dass es für euch zuträglich ist. Und es ist einfach nur schweineheiß hier. Dementsprechend wähle ich hier den Ellbogenpfad und die Handposition und so weiter, dass es für mich zuträglich ist, um genau diesen Bereich zu stimulieren, den ich hier anpeilen will. Gute Alternativen wären, falls ihr das frei machen wollt, definitiv auch noch das Langhanteldrücken. Das ist nicht unbedingt viel schlechter. Bei der Kurze habt ihr halt einfach noch mehr Variabilität, das Ganze an eure Strukturen anzupassen. Und von dahin gehen kann man dann immer weiter spielen, wie weit habe ich eine Maschine zur Verfügung. Falls nicht, wäre die Multipresse der nächstbeste Schritt, um das ins Programmdesign mit einzubauen, wo ihr definitiv auch eine gute Aufmerksamkeit auf diesen Bereich legen könnt. Kurzhanteldrücken ist aber wieder ein Paradebeispiel dafür, welche Prinzipien im Brusttraining greifen. Und zwar, dass wir in den meisten Bewegungen den oberen Teil der Bewegung bewusst auslassen wollen. Ja, wenn ihr euch in die Position bringt und dann dementsprechend das Gewicht nach oben drückt, ist dieser Bereich hier ungefähr das, was letztendlich der Trizeps macht, nämlich diese Aussteckbewegung. Den wollen wir gezielt nicht überstrapazieren, weil die meisten Leute drücken, verharren oben in dieser Position, atmen 3-4 Mal durch, machen die nächste Wiederholung, atmen wieder 3-4 Mal durch, lassen vielleicht noch den unteren Teil der Bewegung weg, wo die Brust am stärksten arbeitet, denn gerade hier aus diesem Bereich rauszukommen, ist dann letztendlich volle Brust und geht immer mehr in den Trizeps über, wenn wir nach oben rausdrücken. Das heißt, es geht die Bewegung so zu manipulieren und das wird sich jetzt durchs ganze Brusttraining für alle Drückbewegungen durchführen. Deswegen meinte ich vorhin, die Grundprinzipien sind viel, viel wichtiger als die Übungen selbst oder bestimmte Ausführungsweisen. Ihr müsst einfach verstehen, wo welche Muskulatur arbeitet, was wollen wir hier bestimmt beanspruchen und wie können wir die Übung so manipulieren, dass es für uns zuträglich wird. Das heißt, wir verbringen so viel Zeit wie möglich in der untersten Position. Dabei meine ich aber nur so tief, wie es euch eure Mobilität von Hause aus auch erlaubt. Das könnt ihr einfach überprüfen, indem ihr einfach mal in die unterste Position ohne Gewicht geht und guckt, wie tief das ist. Bei mir ist das jetzt ein kleines Stück über der Brust. Das heißt, das ist meine Range, die ich aktiv nutzen sollte, ohne mich mit Gewicht, weil das Gewicht drückt euch natürlich runter, in einen Bewegungsumfang zu drücken, der für mich gar nicht zuträglich ist. Das könnte potenziell wieder Verletzungen hervorrufen und dazu führen, dass mein effektives Training hier nach 2-3 Einheiten ganz schnell vorbei ist, weil ich mich irgendwie verletze. Dementsprechend einmal den unteren Teil abchecken, bis wohin kann ich gehen und den dann auch wirklich ausnutzen. Ich bin auch ein großer Fan davon, wirklich eine Pause in der untersten Position zu machen, um hier das Bouncen sozusagen rauszunehmen, denn ihr kennt es alle selber, so dieses Katapultieren und den Schwung sozusagen mitzunehmen, wird natürlich auch wieder dazu führen, dass dem Zielmuskel Belastung abgenommen wird. Das heißt, ihr geht wirklich kontrolliert in die Negative bis zu dem Punkt, den ihr vorher ausgemacht habt, legt vielleicht sogar einen kurzen Stopp ein oder entschleunigt die Bewegung so, dass ihr hier so einen passiven Stopp habt. Das heißt, die Hantel steht schon fast und bewegt sich nur noch minimal in die Negative, bevor ihr dann explodiert. Das ist ein wichtiger Punkt, denn nur wenn ihr in der positiven Phase, das heißt beim Drücken, das Gewicht so sehr wie möglich, mit so viel Gewalt wie möglich beschleunigt, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren, und das ist letztendlich der Schlüssel, werdet ihr wirklich alle Muskelfasern rekrutieren. Hier ist es jetzt natürlich die große Kunst, wirklich explosiv zu arbeiten, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Und ich merke das ganz oft in Personal Trainings bei meinen Kunden im Coaching, dass sie da am Anfang wirklich große Probleme mit haben. Ich bin da schon so ein bisschen betriebsblind geworden, weil ich es jetzt schon so viele Jahre sozusagen mache und versuche mich dann aber immer wieder in die Kunden reinzuversetzen, wo diese Probleme liegen. Und das ist einfach diese Umkehrposition zu überdenken, denn wir wollen maximal explosiv das Gewicht rausdrücken, oben aber nicht durchdrücken, weil wir diesen Teil der Bewegung rauslassen wollen und dann wieder kontrolliert in die Negative. Das ist koordinativ, wenn man das noch nie gemacht hat, eine riesen Herausforderung, die man natürlich erstmal lernen muss. Also lasst euch da nicht unterkriegen, wenn ihr ein paar Anläufe braucht, um das so wirklich hinzubekommen. Das wird auf jeden Fall mit der Zeit und sollte dann genauso aussehen wie das Anschauungsmaterial, was ich euch hier einblende, dass ihr dann wirklich aus einer kontrollierten Position maximal beschleunigt, oben die Bewegung sozusagen abfangt, dass ihr nicht in den Lockout geht und dann aber in der untersten Bewegung wieder entschleunigt, um das Gewicht in der negativen Phase wieder maximal kontrolliert runterzulassen. Ganz, ganz wichtiges Prinzip, was wir auch gleich noch an der Brustpresse zum Beispiel sehen werden. Das heißt, im Brusttraining immer bewusst den oberen Teil auslassen, denn das macht Trizeps und gegebenenfalls auch noch Schulter. Wenn ihr die Schulterblätter sozusagen sogar noch so mit nach vorne kommen lasst, würde ich definitiv nicht machen. Ein weiterer Fehler, den ich all die Jahre gemacht habe, weil ich eher aus einem kraftsportorientierten Training gekommen bin, ist, die Schulterblätter zu sehr zurückzuziehen. Damals hieß es immer, du musst die Schulterblätter immer nach hinten und nach unten ziehen und auch da die ganze Zeit lassen. Und dann drückt man im Prinzip und guckt mal, was mit meiner Brust passiert. Die bewegt sich eigentlich gar nicht. Wenn ich das Schulterblatt jetzt aber öffne, spannt die sich im Prinzip voll an.
Jetzt gilt es wieder, den gesunden Mittelgrad zu finden. Wir wollen nicht den Bewegungsumfang so klein wie möglich machen, wie jetzt zum Beispiel Powerlifting, wo wir einen großen Vorteil haben, wenn wir nur noch von hier nach hier drücken müssen. Die Bewegung verkürzt sich einfach und weniger Last muss zurückgenommen werden. Im Bodybuilding ist genau das Gegenteil der Fall. Wir wollen die größtmögliche Range nutzen, die uns dieser Muskel bietet, um ihn halt zu stimulieren. Jetzt müssen wir aber natürlich aufpassen. Wir haben hier schwere, freie Gewichte in der Hand und wollen natürlich schon irgendwo eine gewisse Stabilität im Schultergürtel schaffen. Das heißt, ihr müsst eure Schulterblätter irgendwo bis zu einem gewissen Grad schon kontrollieren. Und ich würde auch definitiv empfehlen, sie in der negativen zurückzuziehen, als ob ihr so eine Ruderbewegung macht. Stellt euch vor, ihr macht so ein T-Bar-Rudern, stabilisiert eure Schulterblätter und beim Rausdrücken lasst ihr die Schulterblätter aber schon ein bisschen mitgehen, damit die Brust auch überhaupt richtig kontrahieren kann. Sonst findet sehr, sehr wenig Kontraktion in der Brust statt und ihr werdet halt ja, herausragende Trizepsdrücker, wie ich das all die Jahre war, und drückt dann halt immer im Prinzip nur so, ohne wirklich die Brust zu stimulieren. Das heißt auch hier wieder, neben dem Weglassen bestimmter Teile der Bewegung, auch wie arbeitet der restliche Körper mit der Brust zusammen, um den maximalen Reiz hier zu setzen. Abschließend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass das Kurzhanteldrücken eine wirklich grandiose Übung ist, die definitiv in der Lage dazu ist, eure oberen Brustmuskelfasern herausragend zu trainieren, gerade wenn ihr keine vernünftigen Maschinen im Studio habt. Das heißt, schreckt nicht davor zurück. Mit den Tipps und Tricks, die ich euch in dem anderen Video von dem Tutorial gegeben habe, kriegt ihr die Sache definitiv zum Laufen mit weniger Verletzung, mit mehr Effizienz, dass ihr gar keine Kraft verliert, irgendwie das ganze Setup erstmal herzustellen, sondern wirklich eure komplette Performance in den Satz legen könnt und damit auch alles aus eurer oberen Brust rausholt. Nachdem wir die oberen Brustmuskelfasern mit dem Kurzhantel-Schrägbankdrücken jetzt schon ideal abgedeckt haben, gehen wir in der nächsten Übung so weiter vor, dass wir uns eher um die mittleren bzw. unteren Fasern kümmern. Hier kommt jetzt eine Brustpresse zum Einsatz, wo wir uns den Umstand der Stabilität halt wieder zunutze machen, denn grundsätzlich ist Stabilität schon ein enorm wichtiger und entscheidender Faktor, wenn es um das Muskelaufbautraining geht. Das heißt, gerade im Kraftsport versuchen wir ja, den Körper so effizient wie möglich arbeiten zu lassen, indem möglichst viele Muskeln gleichzeitig zusammenarbeiten, um eine großmögliche Last zu bewegen und so effizient wie möglich zu bleiben. Im Muskelaufbautraining ist genau das Gegenteil wieder der Fall. Wir versuchen bis zu einem gewissen Grad so ineffizient wie möglich zu sein und das Gewicht tendenziell nur mit einer bestimmten Zielmuskelgruppe zu bewegen und den Rest auszuschalten und das Ganze in einem möglichst stabilen Umfeld, das halt gegebenenfalls limitierende Faktoren wie Hilfsmuskeln überhaupt nicht dafür sorgen, dass unser Satz hier irgendwie beschränkt wird. Denn stellt euch vor, eure Brust könnte noch Arbeit leisten, aber der Trizeps ist schon sozusagen so dicht, dass er die Bewegung einfach limitiert und dann der Satz sozusagen vorbei ist, bevor eure Brustmuskelfasern überhaupt den Versagenspunkt erreichen. Somit werdet ihr bei weitem nicht das aus der Zielmuskelgruppe rausholen, was ihr eigentlich könntet, und demnach geht es ja wieder, die Übungsauswahl so zu gestalten, dass ihr das Bestmögliche aus allen Welten habt. Das Kurzhantel-Schrägbankdrücken war jetzt zwar eine freie Variante, aber mit der möglichst hohen Stabilität, die wir schaffen konnten. Und jetzt haben wir natürlich den Umstand, dass wir hier wirklich maximal stabil in dem Setup arbeiten können, an einer wirklich herausragenden Brustpresse, die ihr aber überhaupt nicht in eurem Studio zur Verfügung haben müsst. Es geht hier vielmehr darum, die Grundprinzipien zu verstehen. Und das ist bei jeder Brustpresse anders. Das Allerwichtigste ist erstmal, dass ihr checkt, ob die Brustpresse einen geraden Verlauf hat oder einen Bogenverlauf. Denn wenn ihr das Gewicht bewegt, bewegen sich die meisten Brustpressen in einem Bogenverlauf. Das ist hier schon, die geht hier von unten ein Stück nach oben weg. Sie geht in einem Bogen und verläuft nicht einfach gerade. Jetzt ist natürlich wichtig, wie arbeiten wir mit diesem Bogen und wie können wir ihn uns zunutze machen. Denn viele machen den Fehler, dass sie sich komplett gerade in das Gerät reinsetzen und einfach so drücken. Und ihr seht schon, was passiert. Das Gewicht geht hier lang und mein Ellbogen geht aber da lang. Das geht sozusagen gegeneinander. Das Gewicht würde eigentlich hier nach unten ziehen, mein Ellbogen geht aber in diese Ebene, wenn wir das nicht gezielt kontrollieren. Das heißt, wir drücken gegen das Gerät und produzieren nicht nur Scherkräfte, sondern sind auch extrem ineffizient. Das hängt natürlich jetzt mit der gesamten Positionierung ab. Wo befinde ich mich in Relation zu dem Gerät? Gegebenenfalls müssen wir nicht nur den Griff anpassen oder die Sitzhöhe einstellen, sondern auch unseren kompletten Körperwinkel verändern. Denn es gibt eine absolut wichtige Grundregel, wenn ihr mit Maschinen trainiert. Bei freien Gewichten lässt sich das wieder individueller anpassen. Ihr müsst euch immer, nee, andersrum. Ihr müsst das Gewicht an euch
das Gewicht, die Maschine an euch anpassen und nicht andersrum. Nur weil die Maschine hier so steht, heißt es nicht, dass ihr sie auch so benutzen sollt oder weil irgendwo ein Griff hängt. Ihr kennt alle dieses Trizepstau im Studio, wo alle Trizepsdrücken machen, wo mittlerweile eigentlich fast alle wissen, das ist völliger Blödsinn und nicht wirklich geeignet, um maximal Muskulatur aufzubauen und eure Gelenke zu schonen. Trotzdem ziehen irgendwie alle dran. Das heißt, nur weil das Ding hier so steht, heißt es nicht, ihr sollt es auch so benutzen. Wir manipulieren die Sache jetzt erstmal so, dass wir schauen, in welchem Winkel wollen wir denn überhaupt uns befinden, um die Brustmuskelfasern, gerade den unteren oder mittleren Anteil, bestmöglich arbeiten zu lassen. Und ihr seht schon, wenn ich die Brust jetzt mal aufmache, dass die Fasern von oben nach unten gehen. Bei den oberen Fasern ist es was anderes. Die verlaufen so und die haben wir dementsprechend mit dem Schrägbankwinkel gut abgedeckt. Aber wenn wir jetzt über die unteren Fasern sprechen oder die mittleren, müssen wir schon irgendwo von der Ebene von oben nach unten arbeiten, beziehungsweise hier runtergehen. Das Gewicht macht jetzt genau den gegenteiligen Verlauf. Das Gewicht, schon wieder falsch gesagt, die Maschine. Das heißt, wir müssen irgendwie schaffen, unseren Körper in die Position zu bringen, dass der Bewegungspfad der Griffe genau gleich mit der Brust ist. Und das könnt ihr euch grundsätzlich erstmal für alle Muskelgruppen und Maschinen merken. Die Bewegung sollte immer in Ausrichtung mit dem Brustmuskel, mit den Muskelfasern verlaufen. Das heißt, auch wenn ihr jetzt den Rücken trainieren wollt und so weiter, schaut ihr euch zum Beispiel an, wie sind denn die Lattfasern, wie verlaufen die denn? Und zwar leicht um den Körper rum, weshalb ihr auch oft seht, dass Leute sich halt so ein bisschen leicht eindrehen, wenn sie irgendwie einen Lattzug machen oder so, weil das halt dementsprechend genau in dem Faserverlauf läuft und den auch dann bestmöglich kontrahieren lässt. Das heißt, ihr habt gesehen, wenn ich mich jetzt hier gerade reinsetze, und das Gewicht einfach nur drücke, geht das komplett schief und überhaupt nicht in diese Richtung. Auch meine Brustmuskelfasern. Der Ellbogen geht jetzt hier nach oben, wie auch meine Brust geht, weil das sozusagen Hand in Hand geht, aber das Gewicht geht nach unten. Wie können wir das Ganze jetzt anpassen? Ganz einfach, indem wir ein Stück vorrutschen. Wir bringen den Hintern nach vorne auf die Bank und die Schulterblätter zurück. Und ihr seht schon, dass ich jetzt eine ganz andere Positionierung habe im Verlauf der Brustmuskelfasern, die dann gegebenenfalls vielleicht jetzt sogar schon ausreicht. Wir schauen mal, dass das in einer Linie ist. Und ihr seht schon, ihr seht die Brust kaum noch, weil jetzt auch der Ellbogen genau in dem Verlauf ist, wie die Griffe zueinander laufen. Das heißt, eben waren wir so und jetzt sind wir mit den Ellbogen auf einmal genau hinter dem Griff. Und da ist jetzt wieder dieses ganz klassische Prinzip. Ihr könnt mal probieren, wo ihr eine größere Kraftübertragung habt. Wenn ihr etwas so wegdrückt, das heißt, wenn das Gewicht hinter dem Schwerpunkt ist, weil der Schwerpunkt, wo ihr maximal Kraft übertragen könnt, ist immer direkt über dem Gelenk. Das heißt, genau an dem Handwurzelknochen hier, weshalb das Problem ja auch immer bei vielen Leuten ist, bei freien Übungen, dass sie das Gewicht so greifen oder mit diesem Affengriff und dann dementsprechend das Gewicht hier positioniert haben. Führt dann dazu, dass sie halt etwas so wegdrücken und nicht so. Versucht mal mit der Handwurzelkante hier gegen zu drücken, da könnt ihr richtig Kraft aufbringen oder so, da kann ich das Gewicht, die Maschine maximal streicheln. In dem Sinne ist es wichtig, dass wir das Gelenk, also nicht nur die Brustmuskelfasern, sondern auch das Gelenk genau in die Ebene bringen, dass wir halt hier die Kraft übertragen und nicht darüber. Das heißt, durch die Anpassung, dass wir jetzt vorgerutscht sind, sind wir jetzt schon in der Ebene, dass wir den Ellbogen hier drunter bringen können, weil wir einfach tiefer sind. Wie tief, müsst ihr dann einfach gucken. Geht das ruhig mal so durch, ohne Gewicht und versucht mal die perfekte Einstellung für euch zu finden, dass ihr hier dementsprechend arbeiten könnt. Macht euch jetzt keine Sorgen über den unteren Rücken. Man könnte ja meinen, weil der jetzt nicht gestützt ist, gibt es hier tendenziell Probleme, dass da eine Belastung drauf ist. Aber die Belastung ist komplett auf meinen Schulterblättern, was auch gut so ist, denn hier findet ja die Kraft statt. Die läuft in dieser Ebene ab und die wird dann auch durch diesen Konterpunkt meiner Schulterblätter, die ja jetzt hier in die Bank gedrückt werden, sogar noch viel mehr als vorher, durch den Umstand, dass ich jetzt sogar mit meinen Füßen schieben kann, dahingehend gekontert, dass ich auch hier die maximale Kraft übertragen kann. Wenn ihr euch jetzt einfach gerade in das Gerät reinsetzt, so wie es gedacht ist, es ist ja auch nicht gedacht, dass man hier dann leistungsorientiert trainiert, sondern dass hier ein paar Hausfrauen ihren Gesundheitssport machen. Da müsst ihr euch heute immer vor Augen rufen, wenn Geräte entwickelt werden, ist das ja nicht für unsere Nische gedacht, Leute, die wirklich vorankommen wollen und maximale Leistung wollen, sondern für die Allgemeinheit, dass da jeder irgendwie dran trainieren kann. Wenn ihr euch jetzt einfach so in das Gerät reinsetzt, verteilt sich die Kraft natürlich auf den ganzen Rücken. Das heißt, ihr habt jetzt nicht einen Druckpunkt, wie hier oben in der Schulter, sondern das Gewicht drückt überall, sowohl am unteren Rücken als auch am oberen Rücken ran. Und ihr habt nicht diesen einen Punkt, wo sich die beiden Kräfte treffen und ihr dann im Prinzip gegenschieben könnt. Das ändern wir dementsprechend auch. Also ihr merkt schon, wir verbessern die Übung an ganz vielen Stellen. Ihr schiebt euren Hintern nach vorne, eure Schulterblätter dementsprechend in die Bank, dass wir genau da den Konterpunkt haben, wo auch das Gewicht läuft. So. Bringt so viel in die Schulterblätter, wie wir es eben beim Kurzhanteldrücken besprochen haben, dass ihr beim Zurückgehen schon die Schulterblätter auch nach hinten zieht, um dementsprechend Stabilität zu schaffen. Beim nach vorne gehen aber die Schulterblätter auch ein bisschen löst, damit die Brust hier halt auch kontrahieren kann.
So, und jetzt gilt es halt einfach genau das in eine Linie zu bringen, beziehungsweise so gut wie möglich. Das geht natürlich nicht bei allen Geräten zu 100%, jeder Körper ist auch anders, aber wir sehen jetzt schon, dass die Brust halt in die Richtung aufgeht, wie auch der Griff läuft. Und wenn wir jetzt drücken, ist mein Handwurzelknochen beziehungsweise der Ellbogen, denn das funktioniert immer in einer Linie, direkt unter dem Verlauf. Mein Ellbogen geht runter, genauso wie der Griff, und geht jetzt nicht nach oben, sondern befindet sich da drunter, und beim Ausdrücken bleibt er auch genau in dieser Linie, dass wir hier maximale Kraft übertragen können. Dadurch, dass wir uns jetzt so ausgerichtet haben, kontrahiert meine Brust auch wesentlich stärker als bei dem ersten Beispiel, was ich euch gezeigt habe. Und wir sind wirklich in der Lage, dementsprechend aus der Brust zu arbeiten. Hier trifft natürlich jetzt auch wieder das zu, was ich vorhin angesprochen habe. Wir wollen das Gewicht hier nicht ausdrücken und schon gar nicht halten. Ne, der Klassiker ist, wir gehen nicht ganz runter, gehen aber ganz hoch, halten das Gewicht hier, atmen 4, 5 Mal, gehen nicht ganz runter, gehen wieder hoch. Das ist natürlich Bullshit. Ganz im Gegenteil. Genau das Gegenteil sollte der Fall sein, dass ihr wirklich maximal in die Dehnung geht, so wie es eure Mobilität es euch erlaubt, und dann nur bis hier ungefähr ausdrückt und dann gleich wieder zurückgeht, damit die ganze Zeit auch Spannung auf der Brustmuskulatur herrscht. Wenn ihr diesen Punkt umgeht, entlastet ihr die Brust jedes Mal, wenn ihr das hier ausdrückt. Denn in der ausgestreckten Position hängt das Gewicht einfach nur auf dem Gelenk bzw. auf der Trizepssehne, und eure Brust hat sozusagen die Möglichkeit zu entspannen, und ihr braucht immer länger und länger, bis die Brust dann wirklich ins Versagen kommt, wenn ihr diesen Punkt überhaupt erreicht. Um das Prinzip zu verdeutlichen, schauen wir uns jetzt hier noch eine andere Brustpresse an, die einen ganz anderen Verlauf hat. Denn letztendlich haben wir gesagt, kein Gerät ist gleich. Wir müssen immer individuell schauen, wie wir uns an das Bewegungsprofil der Übung anpassen und nicht andersherum. Bei dieser Brustpresse ist es nämlich so, dass wir hier von unten nach oben drücken. Und ihr seht schon, das ergibt sich wieder in einem ganz anderen Pfad, dass ich meine Ellbogen auch wieder ganz anders kontrollieren muss. Diese Presse ist dann gegebenenfalls nicht so gut geeignet, um den mittleren bzw. unteren Part der Brust zu treffen. Da solltet ihr immer eher ein Gerät wählen, was leicht von oben nach unten drückt, wie die Variante, die wir gerade gesehen haben. Diese Maschine, die wir jetzt hier nochmal ein bisschen anpassen, wird immer dafür sorgen, dass wir tendenziell doch wieder mehr die oberen Brustmuskelfasern benutzen, weil wir halt von hier aus dann doch wieder in diesem Bogenverlauf nach oben drücken und nicht nach unten, wie wir es eben gesehen haben, um die unteren Fasern zu treffen. Das ist nicht richtig oder falsch, es geht einfach nur ums Prinzip darum, welche Brustpresse ist für was geeignet und wie passe ich sie am besten für mich an. Wenn ihr in einer Brustpresse sitzt, die eher nach oben verläuft, müsst ihr dann gegebenenfalls auch schauen, wenn ich hier oben drücke, geht das vielleicht nicht sogar schon in eine Ebene, wo die Schulter verstärkt arbeitet. Ich bin einfach wieder über den Fasern. Ihr seht, die Kraft geht dahin, wo mein Ellbogen jetzt hin zeigt, und die Brust ist aber hierhin aufgefächert. Um die oberen Fasern zu treffen, müsste ich also auch viel tiefer sitzen und den Ellbogen eher aus dieser Position schieben, damit ich hier reinkomme. Das heißt, wir müssen die Sitzhöhe jetzt dementsprechend wieder ein bisschen anpassen. Und hier gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern es ist wirklich bei jedem Gerät unterschiedlich. Letztendlich ist wichtig, dass ihr euch merkt, dass der Ellbogen und das Handgelenk immer direkt hier drunter sind. Ihr wollt niemals das Gewicht so greifen, sondern immer hier Handwurzelknochen, das Handgelenk dann auch gegebenenfalls rotieren. Denn wenn ihr die Hand nach innen oder außen dreht, ihr seht schon, was mit meinem Ellbogen passiert, richtet der sich nach innen oder nach außen. Wenn ihr also die Ellbogenbewegung mehr nach außen forcieren wollt, was die Brustmuskelfasern aktiviert, denn ihr müsst euch vorstellen, das Gelenk, was am weitesten weg ist von der Kraft, arbeitet am meisten. Das heißt, stellt euch vor, ihr drückt etwas so. Das Ellbogengelenk ist maximal entfernt von der Brust, das heißt, die Brust wird maximal arbeiten. Wenn ihr jetzt eine Art enges Bankdrücken macht und sozusagen in dieser Ebene runtergeht, dann ist der Ellbogen am weitesten von diesem Schwerpunkt weg, denn hier verläuft die Kraft. Das Gelenk ist am weitesten weg, das heißt, der Trizeps wird am meisten dafür sorgen, dass das Gewicht gedrückt wird. So könnt ihr wieder entschieden manipulieren, und wenn wir dafür sorgen wollen, dass der Ellbogen nach außen geht, kann es wieder zuträglich sein, das Handgelenk gleich nach innen zu rotieren, denn ihr seht schon, was mit meinem Ellbogen passiert, der richtet sich auf, und wenn ich jetzt den einfach folgen lasse, geht der auch nach außen weg. Wenn ihr das Handgelenk nach innen rotiert und den Ellbogen reinnehmt, schaut mal, was passiert, der Ellbogen geht automatisch an den Körper und ihr werdet wieder verstärkt trizepslastiger drücken. Dementsprechend gehen wir jetzt in die Übung rein. Finden den Griff, dass wir halt nicht nach innen greifen, sondern so, dass wir in der Position hier die Ellbogen außen haben, rotieren das Handgelenk leicht rein und drücken dann dementsprechend wieder in dem Verlauf, muss noch ein bisschen runter, dass wir halt die Ellbogen folgen lassen, und zwar in dem Verlauf, wie der Griff sich bewegt. Nicht da drüber, nicht da drunter, sondern genau in dem Verlauf der Ellbogenlinie.
Ganz, ganz wichtige Punkte, wo ihr halt individuell wieder jetzt hier an jeder Brustpresse anpassen könnt, aber unheimlich wichtige Fundamentalien, die ihr einfach in Bezug auf die ganze Kette beachten müsst. Das heißt, der Körper funktioniert insgesamt als große Kette und wenn ein Teil dieser Bewegung ausbricht, habt ihr verloren. Denn das Handgelenk überträgt sich in den Ellbogen, der Ellbogen in die Schulter und so weiter, das dann hier die Brustebene. Ihr müsst alles richtig eingestellt haben und all diese Kleinigkeiten zählen. Ja? Wer hätte gedacht, dass eine Handgelenksrotation einen Unterschied machen kann, wie sehr ihr die Brust beansprucht. Das heißt, unheimlich wichtige Punkte und hier geht es einfach mal die Augen offen zu halten, wie verläuft eure Brustpresse und wie könnt ihr die für euch richtig einstellen. Kommen wir noch auf das Thema Griffbreite zu sprechen. Das ist ein unheimlich wichtiger Punkt im Brusttraining, um sicherzustellen, dass ihr auch wirklich die Brust benutzt und nicht alles andere drumherum, wie ich es auch all die Jahre falsch gemacht habe. Denn es gibt eine richtige Position im Brusttraining, von der ihr natürlich noch 5-10% abweichen könnt, je nach individuellen Verletzungsstatus. Ja, vielleicht habt ihr irgendwo Einschränkungen in der Mobilität oder einfach ein ungutes Gefühl. Völlig legitim und das solltet ihr auch definitiv tun. Ich gebe euch aber erstmal den Startpunkt, von dem ihr erstmal loslegen solltet, um dann individuell anzupassen und je nach Körpergefühl das Ganze zu regulieren. Und zwar, egal ob Brustpresse, Langhantel, wir nehmen jetzt hier mal die Multipresse als Verdeutlichung, Schrägbankdrücken in der Multipresse wäre natürlich auch ein super Ersatz, zum Beispiel für das Kurzhanteldrücken und so weiter. Das heißt, hier ist es auf jeden Fall gut zu verdeutlichen. Bei Brustpressen, die zusammenlaufen, das heißt konvergieren, die sehr zuträglich sind. Denn eine Funktion der Brust ist halt auch den Ellbogen hier hinzubringen. Das heißt, Brustpressen, die so einen Verlauf haben, dass sie nach innen drücken, solltet ihr definitiv heranziehen, wenn es um euer Brusttraining geht. Ihr solltet aber dann die Ellbogenposition bzw. die Griffbreite so bestimmen, dass ihr von der untersten Position ausgeht. Ihr wählt nicht den richtigen Griff oder die richtige Position von der Startposition, wenn ihr das Gewicht durchgedrückt habt, sondern unten. Und da sollte der Ellbogen bzw. das Handgelenk, ich guck mal, immer genau in einer Linie sozusagen unter der Stange sein. Ihr seht jetzt schon, wir wollen nicht hier sein, denn das würde wieder dazu führen, dass die Hand innerhalb vom Ellbogen ist und der Trizeps sehr stark belastet wird. Denn erinnert euch, das Gelenk, was am weitesten von dem Schwerpunkt weg ist, was hier gerade wirkt, das ist jetzt der Ellbogen, ganz weit außen, ich übertreibe jetzt mal. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel eine super Trizepsübung, um einfach so eine Trizeps-Extension auszuführen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt übertreiben und zu weit weggehen, wird das wieder dazu führen, dass die Schulter wieder maßgeblich an der Bewegung beteiligt ist, weil das natürlich jetzt wieder sich vom Schwerpunkt entfernt. Das heißt, beide Varianten wären nicht optimal, um die Brust zu treffen. Die ist bei beiden Varianten irgendwo schon beteiligt, klar, aber um wirklich die Brust maximal zu trainieren, gehen wir her und schauen halt einfach in der untersten Position, dass wir komplett gerade sind. Das heißt, das wäre bei mir jetzt ungefähr so. Und so könnt ihr auch in jedem Brusttraining, an jeder Maschine, in jeder Multipresse rausfinden, wie weit ihr individuell greifen müsst, um das zu erreichen. Wichtig ist hierbei natürlich nur, dass ihr eure Ellbogen unter Kontrolle habt, denn wenn ihr eure Ellbogen einfach irgendwie fließen lasst, seht ihr schon, jetzt habe ich natürlich wieder nicht die gleiche Position, als wenn ich hier bin. Ihr wollt das alles in eine Linie bringen für eine maximale Kraftübertragung. Wenn das hier in dem Verlauf mit der Linie ist, kann ich hier maximal Kraft übertragen und wirklich maximal aus der Brust arbeiten. Wenn ich das jetzt aber in diese Ebene schiebe, ist das der gleiche Griff, aber eine komplett andere Übung, weil der Ellbogen in einer anderen Position ist. Das heißt, wenn ihr euren Griff gewählt habt und auch sicherstellt, dass ihr wieder aus diesem Part drückt, nicht das Gewicht hier hinten ablegt, wollt ihr sicherstellen, dass der Ellbogen einfach unter der Stange ist. Ihr könnt euch ja mal darauf konzentrieren, dass wenn ihr in die Negative geht, beim Runtergehen, dass der Ellbogen die ganze Zeit unter der Stange ist. Ihr konzentriert euch erstmal auf nichts anderes, sondern wirklich nur den Ellbogen unter der Stange halten, dass der nicht irgendwie hier ausbricht oder nach hier, sondern wirklich unter der Stange, beziehungsweise unter der Brustpresse, die ihr gerade benutzt. Und dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Brustpresse hättet, die gerade zusammenführt, ist das ja völlig okay, wenn ihr dann in der Position hier ankommt, weil genau das macht ja die Brust. Aber wenn ihr dann wieder aufgeht, wollt ihr sozusagen in der untersten Position auch wieder so ankommen, Ellbogen unter der Stange, maximale Kraftübertragung, maximale Last auf der Brust und hier das beste Gesamtpaket für die komplette Übung. Sprechen wir noch kurz über die allgemeinen Anforderungen an eine Brustpresse, die ihr erstmal so auf dem Schirm haben solltet, wenn ihr in eure Übungsauswahl geht. Denn es gibt erhebliche Unterschiede. Es gibt Brustpressen wie diese hier, die einfach komplett gerade verlaufen. Die hat zwar den großen Vorteil, dass sie individuell gelagert ist und beide Seiten individuell arbeiten, aber sie geht halt einfach nur gerade nach vorne und sorgt nicht dafür, dass wir uns irgendwie nach innen bewegen. Das heißt, sie ist nicht konvergierend. Die ganzen Grundprinzipien, die wir vorhin besprochen haben, ja, Ellbogenposition, ihr seht schon, das unter den Bewegungspfad zu nehmen und so weiter, die greifen auch hier, aber es ist entscheidend, drückt ihr einfach nur gerade nach außen, was tendenziell wieder sehr viel Trizepsaktivierung bedeutet, oder ist es so, dass wir uns zusammen bewegen. Hier gibt es eine definitiv bessere Wahl.
So, denn das gute Stück, was wir hier nicht umsonst heute für mein Training rangezogen haben, ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie eine Brustpresse laufen sollte, um wirklich die mittleren und unteren Fasern optimal zu trainieren. Es gibt andere gute Modelle, wie zum Beispiel auch Jim Lecke oder andere Hersteller. Aber wie gesagt, solange ihr eine Brustpresse habt, die von oben nach unten läuft und vorne zusammen, das ist hier dieser schöne Effekt, den ich gerade besprochen hatte, dass ihr hier weit seid und hier kommt ihr zusammen. Das ist der schöne Umstand, dass die Brust halt hier in die volle Kontraktion geht, was ihr nie hättet, wenn ihr sozusagen in diese gerade Linie arbeitet, wie bei der Brustpresse, die ich eben gezeigt habe. Wichtig hierbei noch zu beachten, dass ihr auch gedanklich, egal bei welcher Brustübung, nicht aus den Händen drücken solltet, sondern ihr solltet euch vorstellen, dass ihr den Ellbogen nach innen drückt. Ja? Also drückt nicht das Gewicht nach vorne, sondern stellt euch vor, ihr schiebt den Ellbogen hier hin. Das heißt, idealerweise sollte der Ellbogen auch hier in einer inneren Position sein als die Hand. Ja, nicht, dass ihr hier ankommt, sondern dass ihr tendenziell den Ellbogen reinschiebt und den dann in der vollen Kontraktion. Die volle Kontraktion sieht dann sozusagen nicht so aus, dass die Hände vorne zusammen sind und die Ellbogen noch außen, sondern dass die Hände tendenziell sogar eher ein bisschen außen sind und die Ellbogen maximal zusammengeschoben. Denn hier, ihr seht schon, was mit meiner Brust passiert, schiebt die sich komplett zusammen und dementsprechend habt ihr hier auch die Möglichkeit, eure Brust maximal zu trainieren. Das heißt, falls ihr die Möglichkeit habt, wählt eher eine Brustpresse aus, die halt vorne zusammenläuft, um hier auch wirklich alle Vorteile mitzunehmen. So, wir sind bei der letzten, aber nicht weniger wichtigen Übung hier im Brusttraining angekommen, wo wir jetzt noch mal ganz gezielt auf eine Isolationsübung zurückgreifen, um der Brust jetzt hier wirklich den Rest zu geben und damit das ganze Training auch bestmöglich abzurunden. Das ganz bewusst hier zum Schluss, denn wir haben angefangen mit dem Kurzhantel-Schrägbankdrücken, A, um die oberen Fasern zu priorisieren und vor allen Dingen auch noch den Umstand auszunutzen, dass wir am Anfang des Trainings generell am leistungsfähigsten sind und auch vor allen Dingen noch die meisten koordinativen Fähigkeiten haben. Denn ihr müsst immer bedenken, es gibt im Training nicht nur eine Belastung auf der Muskulatur, sondern auch einen allgemeinen Erschöpfungszustand, der sich dann schon so auswirkt, dass ihr gegen Ende des Trainings koordinative Fähigkeiten verliert. Das heißt, schwere, freie Gewichte im Raum frei zu stabilisieren, kann gegebenenfalls dann nicht mehr so gut funktionieren, weshalb das Programmdesign, ja, wann ich welche Übung mache, schon entscheidend ist, je nachdem, welchen Umstand ich hier für mich ausnutzen will. Das heißt, obere Fasern priorisiert, schwer und frei, dann eine stabilisierte Form der Brustpresse, die konvergierend ist, damit wir hier bestmöglich im Verlauf der Brustmuskelfasern arbeiten, um die mittleren und unteren Fasern heranzuziehen. Und jetzt greifen wir hier noch auf Kabelfliegende zurück, die wieder große Vorteile mit sich bringen, denn ich bin zum Beispiel jemand, ich komme mit meiner persönlichen Struktur überhaupt nicht mit Butterfly-Maschinen zurecht. Das führt einfach nur dazu, dass meine Bizepssehne überreizt wird und ich sehr viel aus den Armen arbeiten muss, die Brust aber nicht wirklich kontrahieren kann durch die schmale Schlüsselbeinstruktur. Bei Leuten mit einem etwas breiteren Schlüsselbein funktioniert das in der Regel sehr gut. Vielleicht kürzere Arme, breitere Schlüsselbein, dass sie halt wirklich gut in diese Brustkontraktion kommen. Bei mir hat das nie wirklich gut funktioniert und ihr solltet auch euch nicht in solche Geräte reinzwängen, wenn ihr merkt, dass es für euch nicht die richtige Wahl ist. In dem Sinne greife ich hier auf das Kabel zurück, denn hier habe ich den großen Vorteil, dass ich wirklich individuell arbeiten kann. Ich kann mir das Kabel hoch, runter stellen, mich so weit weg vom Kabelzug entfernen, wie ich das möchte, um das wirklich passend für mich zu machen. Und wir machen auch noch eine ganz besondere Abwandlung, denn wir führen das Ganze unilateral aus. Damit habe ich erst viel zu spät angefangen. Das war eins der Learnings so im letzten halben Jahr bis Jahr, dass ich zwar schon einige Übungen notgedrungen heraus, sage ich jetzt mal, weil ich in bestimmte Übungen einfach nicht mehr reinpasse, einarmig ausgeführt habe. Das waren vorrangig Schulter- und Armübungen, wo es einfach unmöglich für mich ist, in viele Geräte noch irgendwie reinzukommen. Aber das Ganze nicht so bewusst einzusetzen. Zwei Punkte, wo ich das jetzt definitiv in Angriff nehme, ist zum Beispiel das Wadentraining. Da könnt ihr auch gerne mal an dem Beintraining vorbeischauen, was ich hier letztens schon im Invictus für euch abgedreht habe. Da sind auch ein paar heiße Tipps dabei, wie ihr die noch auf Vordermann bringen könnt. Aber zum Beispiel auch für eine Schwachstelle wie die Brust kann es durchaus Sinn ergeben, die Zeit zu nutzen und auch unilaterale Übungen wie zum Beispiel bei Kabelfliegenden anzuwenden. Denn immer wenn ihr eine Übung wirklich nur mit einer Seite ausführt, das heißt unilateral einarmig oder einbeinig, wird es dazu führen, dass ihr diese Seite mit einer wesentlich höheren Qualität belasten könnt, als wenn ihr das beidarmig macht. Denn hier ist wieder die allgemeine Erschöpfung so, dass sie euch ein falsches Empfinden gibt, wann der Satz wirklich vorbei ist und wie viel ihr wirklich in die Muskulatur legen könnt. Von daher kann es sich definitiv lohnen, bei Schwachstellen auf diese Variante zurückzugreifen, weshalb ich mir das jetzt hier auch zunutze mache, den Abschluss des Trainings mit den Kabelfliegenden zu machen. Das Ganze hat wieder verschiedene Vorteile, die wir für uns nutzen wollen. Denn ihr kennt alle die Oldschool-Variante,
mit den breiten Kabelzügen im Studio, wo man steht und dann dementsprechend seine Fliegenden macht, was im Endeffekt aber wieder ein großes Geschaukel ist, denn wir haben keine Art, das Ganze irgendwie zu stabilisieren und vor allen Dingen auch zu standardisieren. Wie viel Schwung mit dem Körper mitgeht und so weiter, wird wieder maßgeblich darüber bestimmt, wie viel in der Brust ankommt, und bei den meisten ist es dementsprechend wenig. Und auf der anderen Seite ist die Stabilität einfach nicht gegeben. Das heißt, insgesamt wird die Brust bei weitem nicht das abbekommen, wie zum Beispiel bei einer gestützten Variante. Ihr kennt das auch, wo man sich dann dementsprechend auf die Bank setzt und dann wieder eine Butterfly-Bewegung ausführt. Das ist an sich auch eine gute Variation, nur für meine persönliche Struktur weniger Gewinn bringt. Aber eine super Option vielleicht für euch, wirklich hier in einem stabilen Setup eine Butterfly-Bewegung am Kabelfly auszuführen. Ich habe mir das Ganze so zunutze gemacht, dass ich mir überlegt habe, wie muss denn wieder, jetzt erkennt ihr das wieder von der Brustpresse, in welcher Position muss mein Körper denn sein, um optimal die Brust kontrahieren zu lassen. Und das ist oftmals auch in einem negativen Verlauf an Maschinen überhaupt nicht richtig möglich. Entweder ihr macht Dips, da sind aber viele Dipsständer so, dass sie nicht individuell passen auf die Ellbogenposition, wie eure Ellbogen wandern würden. Aber da habt ihr diesen schönen Verlauf, weil die Brust von oben nach unten verläuft, dass ihr den Ellbogen richtig nach oben aufmacht und nach unten zumacht. Das Ganze könnt ihr aber wirklich grandios an einem Kabelzug nachstellen. Großes Problem ist jetzt natürlich wieder nur, wenn wir das einarmig machen, stehen wir mitten im Raum und die Rotationskräfte ziehen uns in alle Richtungen weg, sodass wir uns nicht wirklich auf die Brust konzentrieren können. Deshalb steht die Bank hier. Und ich werde mein Körpergewicht aktiv nutzen. Das heißt, ich werde nicht nur die Füße in beide Richtungen ausstellen, um beide Ebenen abzudecken. Ihr solltet nicht einfach hier mitten im Gang rumstehen, sondern die Füße wirklich aktiv nutzen. Der Fuß schiebt da lang, der Fuß schiebt da lang. Meine Hand schiebt in den Kabelzug und dann lehne ich noch zusätzlich meinen Oberkörper über diesen Schwerpunkt hier und schiebe meine Hüfte nach hinten, dass hier auch nochmal eine Ebene abgedeckt wird, sodass ich jetzt in alle Richtungen irgendwie stabilisiert bin und arbeiten kann. Greife mir den Kabelzug und schaue jetzt natürlich erstmal, dass ich mir nichts abreiße. Deswegen machen wir jetzt hier mal die Vorzeigestufe. Beim Vorführen passieren immer die meisten Sachen und schauen jetzt mal, dass ich mich so ausrichte, dass wir den Verlauf haben von den Brustfasern von oben nach unten, um die unteren Fasern maximal zu stabilisieren, auch zu belasten, wobei es natürlich niemals 100% möglich ist, nur ganz bestimmte Fasern zu belasten. Ihr habt natürlich immer eine Tendenz, ne, wenn ihr schräg beim Drücken macht, mehr obere Fasern, die mittlere Brust wird aber trotzdem arbeiten. Und genauso ist es auch bei Varianten, die negativ oder die untere Ebene arbeiten. Es sind immer die Brustmuskelfasern generell beteiligt. Ihr könnt nur Akzente setzen, welche Bereiche ihr überbetont. Weil wir jetzt schon die schräge und flache Variante haben, binden wir jetzt einfach, um das Ganze noch zu vervollständigen, die Negativvariation mit ein und schauen jetzt erstmal, wie muss ich mich positionieren. Das heißt, wenn ich jetzt so machen würde, dann seht ihr schon, dass mein Arm wieder in die Richtung läuft, das Kabel aber in die Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt so ziehe, ziehe ich im Prinzip wieder gegen das Gerät und stelle nicht nur Schwerkräfte her, sondern führt auch dazu, dass ich nicht wirklich in die Brust arbeite, sondern meine Schulter wieder sehr viel kompensiert, weil das Gelenk wieder am weitesten weg ist und dementsprechend arbeite ich hier komplett in die vordere Schulter am Ziel vorbei. Aber wir können das als Startpunkt nehmen, indem wir jetzt einfach sozusagen den Ellbogen in die Richtung schieben und uns so weit nach vorne lehnen, bis dieser halt in einer Linie ist. Denn grundsätzlich wollt ihr immer den Umstand haben, dass das sozusagen genau durchläuft. Bei Kabeln ist das ein großer Vorteil, denn ihr könnt es ganz einfach kontrollieren. Das ist wie so eine Korrekturlinie. Sobald die irgendwie hier ist oder vielleicht auch hier, ist es dementsprechend nicht richtig ausgerichtet und ihr müsstet noch Anpassungen vornehmen, indem ihr entweder den Kabelzug verstellt oder euch im Raum verändert, dass ihr diese Position einnehmt. Das heißt, ganz einfache Sache, ihr fügt erstmal die richtige Bankposition ein, um ein bisschen Platz zu schaffen. Wir fangen hier an und schauen jetzt mal, wie weit wir nach vorne gehen müssen. Jetzt wäre das in einer Linie und wäre dementsprechend genau der Pfad, den ich haben will, die Brust einmal voll aufzumachen. Das Gewicht ist weit weg vom Körper, das Gewicht ist nicht hier. Das wäre wieder der Trizeps, erinnert euch, das Gelenk, was am weitesten weg ist, sondern wir wollen das Gewicht hier haben und maximal zum Körper führen. Und das Ganze machen wir jetzt wieder aus dem Ellbogen, genau wie in der Brustpresse. Das heißt, wir versuchen nicht, den Baum zu umarmen, wie man immer früher gesagt hat, völlig bescheuert, weil dann ist die Hand mehr am Körper als der Ellbogen, sondern der Brustmuskel setzt hier an, nicht an der Hand. Das heißt, die Hand ist unabhängig davon. Wir wollen im Prinzip für die Brust eine Bewegung schaffen, wo der Ellbogen reinwandert, nicht die Hand. Die Hand ist sozusagen nur das Mittel zum Zweck, was den Kabelzug hier festhält. Wir nehmen ihn uns zur Hand und schieben jetzt den Ellbogen bewusst in die Brust. Das heißt, die Kontraktion sieht auch so aus, dass wir nicht hier sind, sondern dass der Ellbogen drin ist. Und das Ganze jetzt noch gepaart, das Ganze in einer Linie, dass wir hier aufmachen. Ihr seht, das Kabel ist noch komplett an meinem Unterarm.
Ich bleibe aufrecht, um diesen Faserverlauf halt sozusagen zu gewährleisten. Ihr bringt im Prinzip das Kabel in eine Linie mit euren Brustmuskelfasern, behaltet die ganze Stabilität bei, was ich anfangs beschrieben habe, und arbeitet dann sozusagen hier genau in die Ebene rein, dass ihr sozusagen eine Negativvariation habt. Hier gedanklich mit dem Ellbogen arbeiten, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das nur aus der Hand macht, wird das alles andere als die Brust trainieren. Ihr macht richtig auf, habt hier eine brutale Dehnung und geht in die Kontraktion, wo ihr das Gewicht aber auch nicht wieder haltet. Ihr bleibt hier ruhig in Bewegung, um diese Punkte, wo ihr tendenziell dann vielleicht wieder den Trizeps überbelastet, rauszunehmen. Enorm entscheidender Punkt, dass ihr das einmal richtig findet. Denn wenn der Kabelzug zum Beispiel zu niedrig ist, hätte ich hier überhaupt keine Spannung in der negativen. Das heißt, ich würde gar nicht richtig hochkommen, um den Brustmuskel auch im vollen Umfang zu dehnen. Wenn das Kabel aber zu hoch wäre, wie das bei diesen ganzen Oldschool-Doppelkabelzügen im Studio ist, müsst ihr halt einfach mit dem arbeiten, was ihr habt, und müsst dann halt auch dementsprechend schauen, dass das Kabel, ihr seht schon, jetzt wieder nicht so richtig ausgerichtet ist und ich eigentlich viel weiter hier rüber müsste, um wieder sicherzustellen, dass das in einer Linie ist, was dann halt wieder andere Anforderungen mit sich bringt. Auf der anderen Seite seht ihr jetzt auch schon, was hier für ein großer Winkel entsteht. Das ist nicht wirklich förderlich, denn jetzt arbeitet vor allen Dingen der Bizeps, ja, das Gewicht hier nicht abhauen zu lassen sozusagen, wo wieder große Stärkkräfte auf der Bizepssehne entstehen und die von der Brust abgenommen werden. Wir wollen halt wieder in diese Ebene gehen und sicherstellen, dass in der untersten Position, also im Prinzip, wenn der Arm oben ist, aber in der negativen, dass wir dann genau hier in einem Winkel sind, der für die Brust halt zuträglich ist. Ihr wollt nicht weit weg davon sein. Je mehr das Kabel sich hiervon entfernt, desto mehr muss der Bizeps arbeiten. Und ihr werdet sehen, gerade für alle, die Probleme mit der Schulter- und Bizepssehne haben, je mehr ihr herankommt und das in eine Linie bringt, desto mehr wird die Belastung auf den Bizeps weggehen. Und auch Leute wie ich mit einer schmalen Schlüsselbeinstruktur können ohne Schulterprobleme hier richtig schön reinarbeiten, sodass ihr keine Strukturen überlastet, sondern vor allen Dingen eure Brustmuskelfasern. Ich bin ordentlich am Schwitzen, Leute. Es ist warm in Hamburg, habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie ich heute schon getrunken habe, aber es ist einiges draufgegangen. Darum soll es aber nicht gehen. Das ist eine tolle Alternative, die ihr auch so ziemlich in jedem Studio machen könnt, wenn ihr einen verstellbaren Kabelzug habt. Und vor allen Dingen auch eine tolle Sache, die es mal unilateral auszuprobieren gilt. Denn das Ganze beidarmig zu machen, wird wieder daran scheitern, dass ihr euch dann nicht richtig stabilisieren könnt, weil ihr frei im Raum steht. Grundsätzlich spricht nichts dagegen und ihr würdet es auch sicherlich hinkriegen, wenn ihr euch richtig reinlehnt, den Kabelzug hier so in eine Position zu bringen, wo wir die ähnliche Bewegung ermöglichen könnten. Aber da ist jetzt wieder die Stabilität der limitierende Faktor. Und ich sage euch, mit diesem Setup, abgestützt in alle Richtungen, wie ich das vorgemacht habe, gibt das euch eine Stabilität wie nichts anderes, was ihr auch ganz einfach überprüfen könnt. Denn ich quatsche mir hier lange einen ab, geht mal einfach ins Studio, stellt euch hin, ohne euch festzuhalten und schaut mal, wie viel Gewicht ihr bewegen könnt bei der Bewegung. Im zweiten Satz macht ihr Folgendes: Ihr reproduziert das, was ich euch gerade gezeigt habe, schiebt den Fuß hier richtig in den Kabelzug und so weiter und schaut mal dann, wie viel Übertrag ihr habt. Und ihr werdet wahrscheinlich das Doppelte an Gewicht verwenden können, was einfach nur wieder dafür spricht, dass ihr die Übung effizienter macht und eine viel bessere Kraftübertragung gewährleistet, als wenn ihr hier irgendwie so diese Variation macht mit dem Kabel irgendwo im Raum. Nur weil das Kabel da ist, ziehe ich halt dran, weil alle das machen. Das Kabel ist aber eigentlich viel zu weit weg und vor dem Körper und diese ganzen Winkel stimmen nicht überein. All das lässt sich so einfach kontrollieren. Kabel findet sich immer in der Linie mit dem arbeitenden Gelenk und dann ist die Sache auch schon fast gegessen. In dem Sinne freue ich mich, wenn euch die Tipps geholfen haben. Das war eine ganze Menge Input hier heute für euch, aber einer, der euch hoffentlich weiterbringt. Meine Brustentwicklung ist, seitdem ich diese ganzen Punkte aktiv beachtet habe und auch bewusst in mein Training eingebaut habe, wirklich enorm nach vorne gegangen. Und ich mache wirklich großartige Fortschritte und habe immer die ganzen Jahre gedacht, wieder mir irgendwelche Ausreden gegeben, warum das bei mir natürlich alles nicht funktioniert und so weiter, obwohl ich ja eigentlich ganz gute Kraftleistung in diesen Übungen habe, was aber eigentlich völlig egal ist und mir sogar teilweise im Weg stand, weil ich immer versucht habe, bestimmte Gewichte zu bewegen. Ich hatte eine emotionale Bindung für Übungen wie zum Beispiel Bankdrücken und habe gedacht, man muss doch immer Bankdrücken ausführen und man muss natürlich auch sehr viel auf der Bank drücken. All diese Jahre hätte ich schon in diese viel gewinnbringenden Übungen wie zum Beispiel einarmiges Kabelziehen, eine gute Brustpresse oder auch das Kurzhanteldrücken verwendet
verwenden können, um dann gegebenenfalls schon viel, viel mehr Muskulatur aufzubauen in diesem Bereich. Macht nicht die gleichen Fehler wie ich, schaltet um, seid schlau, baut die Tipps in euer Training ein und schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, welche Muskelgruppe ich mir als nächstes vornehmen soll, um die mal richtig im Detail auseinanderzunehmen. Ich denke, hier habt ihr erstmal einen richtig geilen Fahrplan am Start, den ihr in jedem Studio mit den einfachsten Mitteln und Möglichkeiten ausführen könnt. Das heißt, jetzt geht es für euch loszulegen, das Ganze auszuprobieren und dann lasst mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.